Was haben eine Fahrt mit dem Heißluftballon und unser Aufstieg als Menschen gemeinsam, mal abgesehen von der Tatsache, dass die einen es mit Argusaugen betrachten und etwas furchtsam sind, während die anderen voller Erwartung und Freude darauf zusteuern? Lass uns das anhand einer Metapher oder auch Story betrachten. Wenn Wetter, Wind und Temperaturen passen, starten im Sommer immer viele Heißluftballons vom Dresdner Elbufer aus. Und ganz fasziniert schauen die Spaziergänger zu, wünschen sich vielleicht selbst einmal mit so einem Ballon zu fahren. Ich habe es erlebt, Mitte, Ende der 90er Jahre in Mecklenburg, und im Gegensatz zu den heute wohl organisierten und gut abgesicherten Ballonfahrten ging es damals bei weitem rustikaler zu. Und so kam mir die Idee dazu, den sogenannten Aufstieg, unseren spirituellen und Erwachensprozess einfach mal zu vergleichen mit einer Ballonfahrt. Ich glaube, da wird so manches deutlich und zeigt, was von uns jetzt erwartet wird. Unsere Ballonfahrt hatte ganz klar 4 Phasen. Die Vorbereitung, den Start, die eigentliche Fahrt und dann die Landung. Wir waren 3 Teilnehmer der Ballonfahrt. Das war nur ein kleiner Korb. Und wir 3 hatten die Ballonfahrt bei einem Preisausschreiben gewonnen. Das heißt, uns war schon vorher klar, dass wir der kleinen Crew, nämlich der Pilotin und ihrem Begleiter, der uns dann später am Landungsort abholen würde, zur Hand gehen mussten, von Anfang an. Das heißt, die Vorbereitung war nicht einfach mal so abwarten, bis der Korb bereit ist und der Ballon auch, so wie man das beobachten kann heutzutage, wenn eine Ballonfahrt startet. Nein, wir haben den Ballon auseinandergefaltet, wir haben die Schnüre gezogen, wir sind den Anweisungen der Crew gefolgt und haben am Ende alles wunderschön befestigt am Korb. Der Korb war wiederum verankert an dem VW Passat Kombi und dem Hänger, auf dem der vorher transportiert worden war, und alles schien perfekt. Aber in der Nacht hatte es geregnet und die Wiese war irrsinnig nass und matschig. Das heißt, der Fahrer konnte nicht so lange da bleiben, weil er dann mit seinem Auto nicht aus der Wiese rausgekommen wäre. Also mussten wir aktiv auch noch mithelfen, Leute im umliegenden Park herbeizutrommeln um die frühe Uhrzeit, das war so früh um 6 etwa, die den Korb hielten, nachdem wir ihn erstmal noch verankert hatten, damit wir das Auto rausschieben konnten aus der nassen Wiese. Wir sahen ein bisschen aus wie die Schweine, weil wir geschoben haben und die Räder immer wieder durchdrehten. Wenn man das mit dem Aufstiegsprozess und mit dem spirituellen Erwachen vergleicht, wir müssen erstmal ein bisschen im Alten, in alten Emotionen, alten Glaubensmustern und all dem Schlamm und Dreck aus früheren Zeiten der Kindheit oder anderen Leben herumwühlen, um ready zu sein für das, was dann kommen soll. Wir waren dann endlich soweit und durften einsteigen. Die Männer, die mitgeholfen hatten, den Korb zu fixieren, wussten teilweise nicht so genau, wann sie loslassen mussten. Jedenfalls sagte die Pilotin zu mir: Karin, du bist die Leichteste, du steigst zum Schluss ein. Aber du musst ganz schnell machen. Wenn der Ballon dann einmal anfängt zu steigen, dann steigt er rasant schnell. Ich habe es gemerkt. Ich hing noch draußen dran. Da war der Ballon schon bestimmt 3, 4 Meter über der Erde. Aber die netten Kollegen da drinnen haben mich natürlich reingezogen. Dann kam die eigentliche Fahrt. Das war wunderbar. Du kannst es vergleichen in dem Bewusstwerdungs- und Erwachensprozess
mit den Visionen, die uns erreichen, mit den Vorstellungen, die wir haben von dem, wie unser Leben durch die ganze Schwingungserhöhung, durch den Aufstieg sich verändern wird. Wir hatten die Vogelperspektive, sind ganz dicht scheinbar über der wunderbaren Natur entlang gefahren, nicht geflogen. Das wurde uns sehr deutlich klar gemacht und haben genau gesehen, was passt, was nicht passt, wo die Natur nicht mehr so schön war, schon damals nicht, und wo es der Veränderung bedurfte. Es war die Zeit der Visionen. Natürlich birgt diese Zeit der Visionen, vergleichbar mit der eigentlichen Fahrt, auch Risiken, denn ein Ballon ist total abhängig von den Winden, von den Temperaturen, und es braucht einen erfahrenen Piloten, eine erfahrene Pilotin, um das alles gut hinzubekommen. Durch einfach Aufsteigen, wieder absenken und so weiter. Unsere Ballonpilotin hat das fantastisch gemacht. Dennoch waren wir am Ende in der Situation, dass wir nur die Möglichkeit hatten, auf einem nahen Feld entweder zu landen oder aber wir hätten wassern müssen. Wir wären im nächsten See, der zu Anfang nicht so sichtbar war durch die Wälder, die dazwischen lagen, landen müssen. Auch das hat die Pilotin fantastisch geregelt, hat ihrem Kompagnon per Funk Bescheid gegeben, an welchen Ort er kommen muss, um uns dann dort abzuholen. Und dann kam die Landung. Auch das kann man wieder mit dem spirituellen Weg vergleichen. Wenn ich lande, das heißt, wenn ich auf einem bestimmten Erkenntnis- oder Bewusstseinslevel angekommen bin, dann heißt das nicht, dass dort gleich alles fantastisch und wie geschmiert läuft. Nee, die Landung war etwas, na, wie soll ich sagen, ruppig. Dschum, sind wir aufgestoßen, dann ging es wieder ein Stück hoch, dschum, das nächste Mal. Und am Ende stand der Korb so schräg auf einer Kante. Nun ja, wir haben es geschafft, alle heile aus dem Korb herauszukommen, den Korb zu verankern. Und dann kam das wunderbare, die Ballonfahrertaufe. Wir hatten alle eine vorbereitete Urkunde bekommen, durften 1 Minute draufschauen, um uns den Namen, der uns verliehen wurde, ein wie auch immer gearteter Adelsname, heute weiß ich ihn nicht mehr, uns einzuprägen. Und dann wurde ein Haarbüschel genommen und angezündet. Ja, das gehörte zur Ballonfahrertaufe dazu. Und so hatten wir einen wunderbaren, ereignisreichen Vormittag und viele Erkenntnisse über das Leben. Und heute hast du die Parallelverbindungen zu unserem Aufstiegsprozess. Fassen wir nochmal zusammen. Vorbereiten heißt zum Beispiel in die Ruhe gehen, meditieren und sich innerlich einstellen auf das, was da kommen wird. Der Start heißt, sich bereit zu machen und zu tun, zu handeln. Das, was ich erkannt habe, was ich zum Beispiel an Botschaften während der Meditation erhalten habe, umsetzen in die Tat. Dann Visionen, und zwar voller Vertrauen auf das, was mich erreichen wird. Das Universum, Gott, die geistige Welt, dein höheres Selbst. Das alles ist für uns und nicht gegen uns. Und wenn es zwischendurch oder am Ende mal etwas ruppig und mit etwas krasseren Erfahrungen einhergeht, dann im Vertrauen bleiben. Das ist die Botschaft. Ich hoffe, diese Ballonfahrt hat dich inspiriert und dir die Parallelen gezeigt zu unserem Bewusstwerdungs- und Aufstiegsprozess. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast sage ich erstmal Tschüss.